Hi, hier ist Affinity Jack und heute zeige ich euch, wie man einen relativ farblosen Sonnenaufgang als Gegenlichtaufnahme verbessern kann. Und zwar war ich hier mit meinem Kumpel in der sächsischen Schweiz wandern. Der ist mindestens so fotoverrückt wie ich. Und was macht man da, wenn man Urlaub hat? Klar, man steht morgens um 3 auf, um dann im Dunkeln mit der Stirnlampe hoch auf den Lilienstein zu wandern und zu warten, bis es endlich hell wird. Hat total Spaß gemacht, aber das Ergebnis war dann letztlich enttäuschend, denn es wurde so komisch bedeckt und wir hatten so Hochnebel und ich hatte dann wenigstens das Glück, dass kurz am Horizont die Sonne durchblitzte. Ansonsten hatten wir aber hier einfach nur eine graue Masse. Insofern wird das hier eine Herausforderung. So, im ersten Schritt möchte ich den Horizont begradigen. Der ist schräg, also ist mir nicht so aufgefallen, dass das Stativ hier nicht ganz gerade ausgerichtet war. Es geht aber ganz schnell, indem ich auf das Zuschneidewerkzeug gehe. Ich möchte jetzt eigentlich gar nicht zuschneiden, also das verändere ich jetzt mal nicht, sondern ich möchte einfach nur begradigen. Und das geht ganz leicht. Man nimmt einen Punkt am Horizont, hält die Maustaste gedrückt und nimmt den anderen Punkt am Horizont. Jetzt sieht man schon, wie schräg es eigentlich ist. Und Affinity Photo zieht es gerade. Gleichzeitig haben wir ja jetzt hier abgeschnittene Kanten und die kann ich dann tatsächlich zuschneiden, indem ich auf OK gehe. Komme ich mal zu der ersten Herausforderung, nämlich es war ja tatsächlich eine Gegenlichtaufnahme, auch wenn es jetzt nicht so wirkt. In die Sonne hinein war es hell. Das bedeutet, dass der an sich recht dunkle Baum hier nun deutlich zu dunkel wird. Hier möchte ich jetzt nicht den Filter Schatten und Lichter benutzen, weil der Wert hier so dunkel ist, dass es dann letztlich so gräulich wird und man von der schön aufgeplatzten Rinde diese Kontraste nicht mehr so richtig sieht. Insofern wähle ich hier mal eine zwar etwas kompliziertere, aber wie ich finde bessere Methode. Und zwar werde ich ganz klassisch einfach die Belichtung hochsetzen. Ich nehme jetzt also eine Anpassungsebene Belichtung und achte jetzt mal nur darauf, was hier mit dem Baum passiert. Und passe jetzt diesen Wert dem Baum an. So eigentlich finde ich, sieht die Rinde gut aus. Jetzt ist natürlich der Rest deutlich zu hell. Aber dazu gibt es seit der Version 2 von Affinity Photo, gibt es da jetzt eine gute Lösung. Und zwar, wenn man hier auf diese Maske klickt und dabei die Options- oder Alt-Taste gedrückt hält, kommt ein weiteres Menü und da gibt es dann diese Helligkeitsbereichsmaske. Die benutzen wir jetzt mal. Wir sehen, der Himmel ist jetzt im Prinzip weg, der ist völlig ausgebrannt und dazu benutzt man jetzt die Helligkeitsbereichsmaske, um diese Anpassung, die wir gerade gemacht haben, diese Belichtungserhöhung um fast 2 Punkte, dass wir das nur auf einen bestimmten Helligkeitsbereich anwenden. Also, wir haben jetzt hier 2 Punkte mit einer Linie oben und das sagt aus, links ist dunkel, also schwarz, und rechts ist hell, also weiß. Und da die Linie oben ist, lässt dieser Filter, wenn man so will, jetzt gerade alles durch. Wenn ich also hier einen Punkt, ich will ja die hellen Bereiche, da will ich ja gar nicht diese zweifach höhere Belichtung haben. Wenn ich also diesen Punkt runtersetze, dann sieht man schon, jetzt auf lineare Art und Weise, lässt er die dunklen Bereiche, wie sie sind, nämlich unseren Ast, unseren Baum, aber der Himmel wird jetzt schon wieder deutlich dunkler. Da wirkt sich jetzt diese Veränderung nicht aus. Jetzt gehe ich mal noch extremer ran und ziehe diesen Wert hier rüber. So lange, bis es mir gefällt. Und jetzt mal gucken, es passieren nämlich gerade ein paar komische Dinge, die ich aber dann noch behandeln werde. Ich achte jetzt mal gerade, was hier oben mit dem Himmel passiert. Und zwar sieht man ja, dass jetzt langsam eine Struktur wieder zurückkommt. Wir sind also in dem Helligkeitsbereich genau von diesem Himmel. Das gefällt mir. Das hier allerdings, das sieht gerade furchtbar aus, aber das verändern wir gleich. Also, bis hierhin gefällt es mir. So sieht der Effekt gut aus. Das heißt, ich werde die Helligkeitsbereichsmaske erstmal bezogen ja nur auf diesen Baum so anwenden. So, ich öffne die jetzt mal und wir sehen jetzt, dass wir eine Anpassungsebene haben, nämlich die und noch eine weitere Veränderung obendrauf mit der Helligkeitsbereichsmaske, nämlich hier. Und wie ich schon sagte, hier beim Felsen sieht es furchtbar aus. Und dann werde ich das einfach rausmaskieren. Ich nehme mir einen Pinsel, Farbe schwarz, 100% Deckkraft und will mir jetzt hier genau, hier schon mal in der Vorschau, mache den ganz weich,
Eigentlich möchte ich das hier auch wieder zurückhaben. Ich gucke mir das jetzt mal in der Vorschau schon mal an. Auch das gefällt mir an Infinity Photo sehr gut. Nur über den Ast darf ich natürlich nicht kommen. Aber dieser Bereich, den hole ich mir jetzt mal wieder zurück, indem ich den jetzt wieder rausmaskiere. Also fürs Erste schon mal ganz gut. Dieser Bereich hier ist immer noch recht dunkel. Da kann man jetzt überlegen, ob man vielleicht manuell ein klein bisschen macht. Also, ich werde jetzt mal nochmal eine Anpassungsebene Belichtung nehmen und ziehe hier nochmal den Wert ein bisschen hoch. Aufpassen, dass man es jetzt nicht übertreibt. Sagen wir mal so. Invertiere das Ganze und nehme wieder einen Pinsel, Farbe Weiß, allerdings mit verringerter Deckkraft. Passe das jetzt hier mal ein bisschen an und gehe hier nochmal manuell ein klein bisschen drüber. Also nur so, um den insgesamt diesen Helligkeitsbereich nochmal ein bisschen anzupassen, aber nicht, um es im Ganzen heller zu machen. Dafür habe ich die Ebene davor benutzt. Weil diese Bereiche hier, die hätte ich schon noch ein bisschen heller. So, das genügt mir schon. Ich zeige mal ein Vorher-Nachher und finde, so sieht es jetzt stimmiger aus. So, beginnen wir mal mit diesen ganzen Farbveränderungen, insbesondere im Himmel. Der Himmel, der hier jetzt gerade total grau ist. Und das war ja das Enttäuschende. Wir haben ja natürlich eine rötliche Morgenstimmung erwartet. Was hier immer eine ganz gute Methode ist, ist erstmal den Weißabgleich zu wählen. Den Weißabgleich kann man schon ein klein bisschen das Ganze wärmer machen. Also ich gucke mir das mal an und gehe mal durchaus hoch ran und gucke jetzt auch mal, ob ich hier ein bisschen ins Magenta gleich ziehe, ob das gut aussieht und bin der Meinung, ja. Allerdings nicht überall und deswegen invertiere ich das mal, weil hier mit dem Felsen zum Beispiel ist mir hier deutlich zu viel. Nehme mir wieder einen Pinsel, Farbe Weiß und mache das erstmal mit einem weichen Pinsel, ja manchmal ganz weich, so in diesem Bereich. Also wo eigentlich sich der Sonnenaufgang abspielt, da bringe ich mal diese rötliche Färbung. Das ist nachher ein Zusammenspiel mit noch weiteren Maßnahmen. Insofern behalte ich mal diese Ebene im Blick, ob ich die nachher nochmal verändern muss. Eine weitere Maßnahme, die hier vielleicht ganz gut kommt, ist ein Filter Split Toning. So, was macht dieser Filter? Er befasst sich mit Farben und mit Helligkeitsstufen. Also, wir haben ja einmal die Lichter, sprich alles, was hell ist, und wir haben einmal die Schatten, alles, was hier so dunkel ist. Also auch diese kleineren, dunkleren Stellen hier, die Fugen. Und da kann man jetzt eine Farbe reinlegen. Nun möchte ich ja die Lichter, so wie es hier schon anmarkiert ist, tatsächlich mehr rötlich machen, also wärmer. Insofern werde ich jetzt die Lichter hier nicht verschieben, die Farbe, sondern ich werde hier mehr Sättigung reinlegen. Und dann muss man mal gucken, wie einem das gefällt. Also ich mache es jetzt mal extrem, damit man sieht, was hier eigentlich im Hintergrund passiert. Das war mir jetzt zu doll, aber das ist der Effekt, den ich eigentlich haben möchte. Ich möchte die Lichter hier rötlich einfärben. Die Schatten, die möchte ich auch verändern, allerdings möchte ich die nicht rot haben, sondern mehr ins Blaue gehen. Dann nehme ich mal hier so einen kalten Ton, machen wir mal so. Kann man ja gleich noch verändern, wenn einem das nicht gefällt. Und ziehe jetzt hier auch die Sättigung hoch. Das heißt, jetzt wird sich der Schatten verändern. Macht es mal extrem, da sieht man wieder, wie sehr sich das Bild verändert. Also das möchten wir natürlich nicht. Jetzt sehe ich, dass mir diese dunklen Schatten hier unten ganz gut gefallen. Auf dem Felsen und auf dem Baum ist es mir allerdings zu viel. So, und insofern hat man jetzt die Qual der Wahl. Also ich werde jetzt das mal so machen und dann eben auch wieder manuell was rausmaskieren. Das Ganze ist ja letztlich immer noch eine Maske. Wenn ich jetzt wieder einen Pinsel nehme, Farbe Schwarz, als Deckkraft nehme ich mal 50% wieder, maskiere ich das jetzt mal wieder ein bisschen raus, was ich gerade hier gemacht habe. Und auch aus dem Baumstamm. Und vermutlich auch aus diesem Bereich hier ein bisschen was raus. Ich lasse mich jetzt nicht zu sehr ablenken von dem Felsen, der mir jetzt noch nicht so gefällt, aber der Himmel, der ist jetzt schon besser geworden, meiner Meinung nach. Ich zeige mal hier einen Vorher-Nachher-Effekt. Der gefällt mir. Allerdings ist jetzt ein bisschen unrealistisch, dass hier wir lauter Rottöne haben und praktisch der ganze Himmel rot ist. Also normalerweise, der wird ja dann nachher irgendwann mal blasser und auch blau. Und deshalb mache ich es mir jetzt mal einfach und werde hier oben selbst ein bisschen blau reinmalen. Das mache ich, indem ich eine neue Ebene erstelle. Die nenne ich dann auch mal blauer Himmel. Nehme das Verlaufswerkzeug, ziehe von oben nach unten, vielleicht ein bisschen schräg jetzt schon, den Verlauf rein. Ändere den Mischmodus auf Multiplizieren. Und jetzt ändere ich natürlich die Farben. Also hier oben soll es ja blau werden.
Also wähle ich mal ein Blau aus. Machen wir mal so. Und unten möchte ich gar keine Veränderung, also nehme ich da ein Weiß, das transparent ist. So, jetzt kann ich das Ganze nochmal überdenken, ob mir das so gefällt. So ziehe ich jetzt mal den Verlauf ein bisschen. Also ich würde sagen, so sieht es eigentlich schon mal gar nicht so schlecht aus. Vielleicht so. So, jetzt habe ich einen Verlauf, den kann man natürlich auch noch verändern, wenn man sagt, das ist mir jetzt zu heftig, indem man hier mit der Deckkraft ein bisschen spielt. Als weitere Maßnahme würde ich den Himmel oben noch ein bisschen abdunkeln. Das mache ich wieder mit einer Belichtungsebene. Dunkel ich das Ganze mal ein bisschen ab. Auch das kann ich ja gleich nochmal verändern. Und auch dazu benutze ich jetzt wieder das Verlaufswerkzeug. Und zwar diesmal so, wie es vorkonfiguriert ist, oben transparent und unten maskiert. Und dann kann man sich hier so den Helligkeitsverlauf reinmalen, wie man es gerne haben möchte. So würde ich jetzt erstmal den Himmel lassen. Man kann hier noch ein bisschen dran verbessern, das sehe ich auch, aber für das Video höre ich jetzt hier mal auf, denn man müsste noch so ein bisschen fein justieren. Was ich aber noch machen möchte, ist die Struktur der Wolken hier noch ein bisschen hervorheben. Allerdings auch hier. Und das geht ja ganz einfach. Ich nehme hierzu die Gradationskurven, setze die 3 Punkte für hell, mittel und dunkel und gucke mir mal an, ob ich vielleicht erstmal das ganze Bild doch ein klein bisschen heller mache und ob ich auch diesen Bereich hier etwas heller mache und den Schatten etwas abdunkle. Das gefällt mir jetzt ganz gut, und jetzt sehe ich aber, der blaue Himmel, der ist mir zu doll. Also macht nichts, wir haben ja hier destruktive Ebenen, kann ich das ein klein bisschen verändern wieder. Aber nochmal bezogen auf den Kontrast. Jetzt ist mir dieser Felsen hier in diesem Bereich etwas zu dunkel, den würde ich jetzt so ein klein bisschen heller machen. Also nehme ich nochmal eine Belichtungsebene, achte jetzt mal nur auf den oberen Felsen. Ja, so invertiere diese Maske gleich wieder, nehme mir einen Pinsel, Farbe Weiß und maskiere mir jetzt hier etwas Licht hinein. Kann nicht so hart werden, mache ich mal den Pinsel weicher und habe jetzt hier schon eine Vorstellung davon, wie man das Bild verändern kann. Also, es ist noch ein bisschen Feinarbeit nötig, aber ich möchte für das Video jetzt mal hier abbrechen, um zu zeigen, was wir eigentlich alles schon erreicht haben. Also, wir haben hier gestartet und sind hier geendet. Ciao, bis zum nächsten Mal, euer Affinity Jack.